Nachdem ihr eine Basisreihe angeschlagen habt, für euer Projekt durchgezählt teilbar durch 10 plus 5 Maschen mehr, kommen wir zu Reihe 1. Reihe 1 beginnt mit 3 Steigeluftmaschen und wir benötigen am Anfang 5 Stäbchen. Die Steigeluftmaschen zählen schon bereits als erstes Stäbchen, Steigeluftmaschen bleiben über Steigeluftmaschen. Und wir häkeln über die nächsten 4 Maschen jeweils ein Stäbchen hinzu, sodass wir optisch unsere 5 Stäbchen haben. Als nächstes machen wir einen Umschlag, lassen 2 Maschen frei, stechen in die dritte ein und häkeln dort ein Stäbchen hinein. Danach kommen 3 Luftmaschen, einen Umschlag und in die gleiche Einstichstelle nochmal ein Stäbchen und erzeugen somit ein großes V. Umschlag, wieder 2 Maschen freilassen und ab der dritten 5 Stäbchen häkeln. Danach einen Umschlag, wieder 2 Maschen freilassen und in die dritte ein Stäbchen. 3 Luftmaschen, Umschlag und in die gleiche Einstichstelle wieder ein Stäbchen, um ein großes V zu erzeugen. Umschlag, 2 Maschen freilassen und ab der dritten 5 Stäbchen häkeln. Und so häkeln wir nun die ganze Reihe immer im Wechsel 5 Stäbchen, ein großes V, 5 Stäbchen, ein großes V. Dabei bleiben am Anfang und am Ende immer 2 Maschen frei und zwischen dem V kommen 3 Luftmaschen. Als nächstes machen wir wieder einen Umschlag, 2 freilassen, in das dritte ein Stäbchen, 3 Luftmaschen und in die gleiche Einstichstelle ein Stäbchen, 2 Maschen freilassen und ab der dritten Masche 5 Stäbchen häkeln und so nun bis zum Ende. Und am Ende der Reihe müsstet ihr dann so auskommen, dass ihr nur noch eure letzten 5 Stäbchen häkelt. Dabei häkelt ihr dann das letzte Stäbchen in der zweiten Steigeluftmasche von unten angezählt hinein und beendet somit die Reihe und habt einen schönen geraden Abschluss. Das war Reihe 1. Kommen wir zur Reihe 2. Reihe 2 beginnt wieder mit 3 Steigeluftmaschen, die als erstes Stäbchen zählen. Steigeluftmaschen bleiben über Steigeluftmaschen und häkeln über die nächsten 4 Stäbchen jeweils ein Stäbchen. Nachdem wir das dann haben, kommen wir zum großen V. Wir machen 2 Luftmaschen und häkeln in die mittlere Masche des Vs eine feste Masche. Dann wieder 2 Luftmaschen und über jedes der 5 Stäbchen ein Stäbchen häkeln. Und dann sollte es so aussehen. 5 Stäbchen, 2 Luftmaschen, eine feste Masche in die Mitte des Vs, 2 Luftmaschen und wieder 5 Stäbchen.
Und so wird auch wieder die ganze Zeit im Wechsel gehäkelt, 2 Luftmaschen und in die Mitte des Vs in die Luftmaschenkette einstechen und eine feste Masche häkeln. 2 Luftmaschen und wieder die nächsten 5 Stäbchen mit 5 Stäbchen behäkeln. Bei dem V ist immer wichtig, dass wir auch wirklich mit der festen Masche in die Kette einstechen, also 2 Luftmaschen, und dann in die mittlere Masche der Kette dann die feste Masche häkeln. Sonst würde das Ganze auf Dauer sich verschieben und diesen kleinen Kristall, dieses Quadrat, was sich dort bildet, würde nicht so gut zur Geltung kommen. Daher nicht um die Luftmaschenkette häkeln, sondern immer in die mittlere Masche. Dann wieder 2 Luftmaschen und über die nächsten 5 Stäbchen jeweils ein Stäbchen und so nun dann die ganze Reihe bis zum Ende. 5 Stäbchen, 2 Luftmaschen, eine feste Masche in die Mitte des Vs und dann wieder 2 Luftmaschen und 5 Stäbchen. Und am Ende der Reihe wieder über jedes Stäbchen ein Stäbchen und wir beenden das Ganze, indem wir das letzte Stäbchen in der zweiten Steigeluftmasche von unten angezählt einstechen und abhäkeln und haben somit auch wieder einen schönen geraden Abschluss und Reihe 2 beendet. Kommen wir zur Reihe 3. In Reihe 3 müssen wir nun das Ganze verschieben und dieses Muster nach hier setzen und die Zonenstäbchen über das Muster setzen. Das machen wir, indem wir 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen häkeln und direkt anfangen, indem wir die Steigeluftmaschen zählen als erstes Stäbchen, diese freilassen und das nächste Stäbchen danach und somit in das dritte Stäbchen einstechen, ein Stäbchen häkeln, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Anfänger sollten sich jetzt nun in die Steigeluftmaschen der zweiten Masche von unten angezählt einen Marker setzen, damit ihr auf dem Rückweg wisst, wo ihr dann die letzte Masche hineinsetzen müsst. Es folgen dann wieder die 5 Stäbchen und diese häkeln wir um die Kette herum, 2 Stück. Ein Stäbchen in die feste Masche und wieder 2 Stäbchen einfach um die Kette häkeln. Dann wieder zu unserem Muster, einen Umschlag, das erste und das zweite Stäbchen freilassen, ins dritte einstechen, ein Stäbchen häkeln, 3 Luftmaschen und nochmal ein Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Es folgen wieder 5 Stäbchen, indem wir 2 um die Kette häkeln, 1 in die feste Masche und 2 um die Kette herum. Danach wieder ein großes V, erstes und zweites Stäbchen freilassen, in das mittlere fünfte ein Stäbchen häkeln, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. Es folgen wieder die nächsten 5 Stäbchen, indem wir 2 um die Kette herum häkeln, 1 in die feste Masche, 2 um die Kette herum. Und auch so häkeln wir jetzt immer im Wechsel bis zum Ende der Reihe. Und am Ende der Reihe müssen wir auch hier das Muster einfügen, indem wir das erste und das zweite Stäbchen freilassen, ins dritte ein Stäbchen häkeln, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen in die gleiche Einstichstelle und zum Schluss mit einem Endstäbchen eingestochen in der zweiten Luftmasche von unten angezählt die Reihe beenden.
Und dann haben wir auch Anfang und Ende gleich und haben somit Reihe 3 fertig. Kommen wir zu Reihe 4. Reihe 4 beginnt wieder mit 3 Steigeluftmaschen und nochmal zusätzlich 2 Luftmaschen zum Rüberkommen. Danach häkeln wir in das große V in die Kette, in die mittlere Masche, eine feste Masche, 2 Luftmaschen und dann wieder über die 5 Stäbchen jeweils ein Stäbchen. Anfänger sollten sich auch hier einen Maschenmarkierer in der zweiten Luftmasche von unten angezählt in den Steigeluftmaschen hineinstecken, damit ihr auf dem Rückweg seht, wo ihr die letzte Masche bzw. das letzte Stäbchen einfügen müsst. Danach kommen wieder 2 Luftmaschen in die mittlere Masche des Vs, eine feste Masche, 2 Luftmaschen und über jedes der 5 Stäbchen ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen in die Mitte des Vs, in die mittlere Masche, einstechen und eine feste Masche häkeln, 2 Luftmaschen und über jedes Stäbchen ein Stäbchen und so dann immer im Wechsel bis zum Ende der Reihe. Und am Ende 2 Luftmaschen in die mittlere Masche des Vs, eine feste Masche, 2 Luftmaschen und so wie am Anfang einen Umschlag und in die zweite Steigeluftmasche von unten angezählt einstechen und mit einem Stäbchen die Reihe beenden. Und somit haben wir dann Reihe 4 bereits fertig. Kommen wir zur 5. und letzten Reihe. Hier verschieben wir wieder das Muster und häkeln somit Reihe 1 und 2, indem wir 3 Steigeluftmaschen häkeln. Allerdings nur ein Stäbchen um die Kette herum, danach ein Stäbchen in die feste Masche und 2 Stäbchen um die Kette herum, um optisch unsere 5 Stäbchen wieder am Anfang zu haben. Anfänger setzen sich auch hier wieder in der zweiten Steigeluftmasche von unten angezählt den Marker, um dort auf dem Rückweg einzustechen. Als nächstes folgt dann wieder das große V, indem wir in das mittlere Stäbchen der 5 einstechen und ein Stäbchen häkeln, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen. Danach geht es weiter wie gehabt, 2 Stäbchen um die Kette, ein Stäbchen in die feste Masche und 2 Stäbchen um die Kette. Also auch hier ist nur der Anfang etwas anders, dass ihr ein Stäbchen nur um die erste Kette häkeln müsst, da ihr ja durch die Steigeluftmaschen bereits euer erstes Stäbchen gehäkelt habt. Und hier geht es jetzt weiter bis zum Ende immer im Wechsel, so wie ihr es kennt, immer ein V häkeln und danach eure 5 Stäbchen. Und am Ende der Reihe das gleiche wie am Anfang, 2 Stäbchen um die Kette herum, ein Stäbchen in die feste Masche, ein Stäbchen um die Kette herum und das letzte zweite Stäbchen kommt in der zweiten Steigeluftmasche von unten angezählt hinein und beenden somit Reihe 5. Und das ist das eigentliche Muster. Als nächstes folgen wieder die 5 Stäbchen über die 5 Stäbchen, 2 Luftmaschen, eine feste Masche in die Mitte des Vs, 2 Luftmaschen und wieder 5 Stäbchen. In der Reihe danach verschiebt ihr das Ganze wieder und häkelt Reihe 3 und 4. Danach wieder Reihe 1 und 2 und so immer im Wechsel und bekommt auf Masse ein wunderschönes Muster. Ich hoffe, euch hat das Ganze Spaß gemacht und ihr seid gut mitgekommen und hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Lasst die Nadeln glühen. Bis dahin. Ciao, ciao.